Bingo! Hallo. Ich hab sie. Du sprichst von der Wohnung, hoffe ich, oder muss ich mir Sorgen machen? Sie ist perfekt. 3 große Zimmer, Altbau mit allem Pipapo. Stuck, echtes Parkett, Südbalkon, ein großes Bad, Einbauküche und das Beste, knapp 200 Meter Luftlinie zur WG. Also, das klingt wirklich zu perfekt. Wo ist der Haken? Kein Haken in Sicht. Die Eigentümerin wohnt im Erdgeschoss. Sie hat Diabetes und wollte schon immer einen Arzt im Haus haben. Und da ich unter, ich möchte sagen, Hunderten von Bewerbern der Einzige war, Hatten die anderen natürlich keine Chance. Chefarzt, gut aussehend, eloquent, wer kann da schon Nein sagen? Aber was diese Vermieterin angeht... super charmant, sehr gebildet und wahnsinnig gut aussehend. Für ihre 70 Jahre. Okay, noch mal Glück gehabt. Es tut sehr gut, dich mal wieder lachen zu hören. Du, ich habe übrigens mit Jessica gesprochen. Sie scheint jetzt kein Problem mehr mit uns zu haben. Also, mit uns. Sag mal, hast du spontan Zeit und Lust, mit mir auf die neue Wohnung anzustoßen? Was jetzt? Wo denn? Hofgarten-Ecke, Inselstraße. Okay. Ja, ich komme dahin. Ich habe wohl nicht so viel Zeit. Also ich muss gleich noch ins Gestüt. Ich muss Jessica mal fragen. Vielleicht kann sie jetzt schon auf Max aufpassen. Du, ist kein Problem. Ich habe mir sowieso freigenommen. Fahr ruhig zur Arbeit. Hey! Cool, danke. Es ist alles geklärt. Ich komme gleich zu dir, ja? Sehen wir uns. Ciao. Ciao. Hey. Hi, Olli. Hey! Ricardo hat eine Wohnung gefunden. Wir stoßen jetzt gleich drauf an. Super, Glückwunsch. Ach, dann musst du gar nicht zur Arbeit. Nee. Ist es ein Problem? Quatsch. Warte mal, Dana. Du, der Babybrei, den du letzte Woche gemacht hast, den fand doch Maxi so lecker. Wie hast du den gemacht? Der steht im Babykochbuch auf der letzten Seite. Okay? Bis dann. Genau, das hatte ich nicht ganz so richtig verstanden. Da war es Grieß, ne? Und der erst in Wasser oder gleich in die Milch? Ist ganz einfach. Grieß einfach direkt mit der Milch warm machen. Wasser nur für Haferflocken. Ja, merken. Tschüss. Und Äpfel. Wie viele? Jessie, jetzt stell dich nicht doof an, dass du bist. Soll das jetzt heißen? Nichts. Soll ich vielleicht einfach hier bleiben und dir den Brei kochen? Quatsch. Amüsiert euch gut. Ich krieg das schon hin. Und wenn nicht, dann habe ich ja hier noch unser Schweinchen Schlau. Okay. Dann ruf an, wenn was ist, ja? Ciao. Einen Kaffee schaffe ich noch, bevor ich zu meiner Schicht muss. Da hast du Glück, dann ist noch welcher da. Hm? Hey, Kleine, warum willst du denn nicht? Der Brei von Mama 2 etwa besser? Das war irgendwie einfacher, als es noch Fläschchen gab. Dass es an deinen bescheidenen Kochkünsten liegen könnte, schließt du aus? Ich habe das ganz genau nach Rezept gemacht, okay? Aber ich gebe ja zu, dass das meistens Dana kocht und ich die Pampe nur warm mache. Oder liegt's gar nicht daran, dass der Brei nicht schmeckt, sondern hast du noch Aua, hm? Wäre allerdings auch blöd, weil Mama 2 ausgerechnet heute mit dem Doktor abgezischt ist und sich amüsiert. Olli, kannst du mal schauen, ob noch Fencheltee da ist? Ich sehe keinen. Dann müssen wir die beiden wohl doch mal stören. Hi, Jessica, was gibt's? Du, weißt du, ob wir noch Fencheltee haben? Weil da, wo er normalerweise steht, ist keiner mehr. Müsste aber. Guck mal hinter dem Früchtetee, bitte. Olli, kannst du mal hinter dem Früchtetee schauen? Ah! Hier ist er. Ja, du, ich glaube, der Kleine hat Blähungen oder irgendwie sowas. Aber den Tee haben wir auf jeden Fall. Oh, dann mal gute Besserung. Warte mal kurz. Falls der Tee nicht hilft, weißt du, wo das Kirschkernkissen ist? Das hattest du doch zuletzt. Keine Ahnung, das ist... Ich glaube, das liegt in meinem Zimmer auf der Kommode. Okay, ja, dann schau ich mal. Wie macht man das denn warm? Auf wie viel Grad? Ja, keine Ahnung, es ist ungefähr Körpertemperatur. Ist wie beim Fläschchen. Ja. Und wenn noch was ist? Dann rufst du einfach an. Okay? Bis dann. Das weiß sie doch alles. Ja, aber du kennst sie doch.
und Jessica sich Sorgen um Maxi macht, dann wird sie hektisch. Ich glaube eher, sie macht sich Sorgen, was wir beide so treiben. Dabei hatte ich wirklich gehofft, dass sie die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Das wird schon. Liebeskummer steckt man nicht einfach so weg. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ins Gestüt gehen und dann Picknick machen? Ich muss eh noch die Pferde füttern, dann können wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich bin dann in der Box ganz rechts. Das Kissen hättest du auch alleine gefunden. Warum lässt du die beiden nicht einfach in Ruhe? Deine Terroranrufe, die ändern doch einfach gar nichts. Nicht das Handy von der Mama essen. Das war einfach nur ein harmloses Nachfragen. So, jetzt mach mal Platz. Hallo, ich habe hier gerade dein Handy gerettet. Was ist der Dank? So, Schatzi. Jetzt wird alles wieder gut, ne? Der böse Onkel Olli muss jetzt zur Arbeit und unterstellt deiner Mama keine fiesen Absichten mehr, ne? Ja, der böse Onkel Olli ist ja schon ruhig. Kleine ist übrigens ganz schön heiß. Witzig. Er hat ja auch ein warmes Kissen auf dem Bauch. Gute Besserung, ja? Schön laut schreien, wenn die Mama Ricky und Dana nicht in Ruhe lässt, ja? Schatzi. Hey, die Mama hat jetzt nicht mal an Ricardo gedacht, ja? Wenn sie noch sauer ist, weil ich mich an ihrem Handy vergriffen habe, kann ich verstehen. Ja? Aber dass sie mir schreibt, ich soll mich zum Teufel scheren, das halte ich für arg übertrieben. Stimmt irgendwas nicht? Was? Nee. Alles in Ordnung. Eigentlich hatte ich gehofft, dass Ricardo sich noch mal meldet. Vielleicht ist er ja sauer, weil ich ihn eben weggedrückt habe. Du meinst, er drückt mich eiskalt weg, aber wenn du das machst, ist er sauer. Das wäre ja das allerletzte. Ich hätte von Dana zumindest erwartet, dass sie sich mit mir aussprechen will. Okay, dann machen wir die genaue Analyse. Dafür muss ich wissen, was sie geschrieben hat. Du musst die SMS richtig in ihr Telefon gehackt haben. Normalerweise unterlaufen ihr keine Rechtschreibfehler. Ist wirklich seltsam. Vielleicht geht's Maxi wieder schlechter und ich sollte dringend an. Ach Quatsch, wenn es Maxi wirklich schlechter ging, dann hätte Dana schon angerufen. Vielleicht sollte ich ihn noch mal anrufen und ihm sagen, dass alles in Ordnung ist. Das ging aber schnell bei dir. Ich meine, Rickys Aktion war total daneben und jetzt willst du ihm hinterher telefonieren? Lass ihn das doch machen, dann sieht er mal, wie das ist. Du hast Ricky die SMS geschickt, oder? Was denn für eine SMS? Ja, die angeblich Dana geschrieben hat, in der sie ihn auffordert, sich zum Teufel zu scheren. Warum sollte ich denn sowas machen? Weil du eifersüchtig bist. Quatsch. Natürlich bist du eifersüchtig. Auf Dana, weil sie jetzt mit Ricky zusammen ist. Und auf Ricky, weil Dana jetzt nicht mehr nur noch Zeit für dich und Maxi hat. So Quatsch. Mhm. Und warum hast du dann den gemeinsamen Nachmittag von beiden mit deinen Terroranrufen torpediert? Sag mal, wie oft willst du mir das jetzt noch aufs Brot schmieren? Hä? Das war ein ganz harmloses Nachfragen, ja? Mhm. Jedenfalls war es habe ich keine SMS geschrieben. Denn ich gehe nicht einfach so an anderer Leute Handy. Ja, das will ich hoffen. Das bringt nämlich meistens auch nichts. Ach so, und Teufel schreibt man mit F, nicht mit V.